There were four things at the beginning: fire, water, air, earth. Born from the elements for just one purpose: to inspire. Seit ich ein kleiner Bub bin, habe ich immer davon geträumt, mal einen eigenen Sportwagen zu bauen. Oder eine eigene Interpretation von einem bereits bestehenden Sportwagen. Zu Porsche hatte ich schon immer einen engen Bezug gehabt, das aus meiner Motorsportkarriere und aus familiären Hintergründen. Und der 911 war für mich schon immer der beste Sportwagen gewesen. Und das vor allem dank seiner Sportlichkeit, Eleganz, zeitlos, mit dem Heckantrieb und der Leistung. Alle Fahrzeuge von Porsche werden für die grosse, breite Masse gebaut und nicht mehr für das Interesse und die Wünsche der Einzelnen. Die Modelle müssen einer Zielgruppe gefallen, was ja absolut okay ist. Porsche ist ja ein Konzern und keine Manufaktur. Entsprechend müssen sie extrem viele Stückzahlen bauen und sind auf das angewiesen. Mit Sporttech verfolgen wir einen ganz anderen Ansatz. Unser eigener Ansatz nach Einzigartigkeit, Sportlichkeit und dem Erfüllen von individuellen Automobilwünschen. Das Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, meinen eigenen Traum zu erfüllen. Und der Traum vom eigenen Auto ist mit dem Sub 1000 Realität geworden. Konkret ist ein Sub 1000 ein Sportwagen, der zu 100% auf automobile Emotionen getrimmt ist. Er ist für mich die reinste Form des Autofahren. Leicht, mechanisch, direkt, ehrlich, schnell und stilvoll. Das ist meine Idealvorstellung, meine Eigeninterpretation, mein Traum von meinem eigenen Auto. Aus meiner Sicht ist die grösste Herausforderung bei der Erstellung dieser Baureihe die Zuteilung von genügend Ressourcen gewesen. Die Ressourcen haben an anderen Stellen gefehlt und das ist so gut wie möglich zu ausgleichen gewesen. Es gibt zu bedenken, dass wir für die Baureihe weit über 100 eigene Teile gezeichnet haben, 3D gedruckt und schlussendlich aus Aluminium fertigen lassen. Viele von diesen Teilen sind im Innenraum sichtbar. Die müssen nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern sie müssen schön und auch leicht sein. Da hat es im Verlauf des Baus natürlich viele Änderungen und viele Versuche gegeben. Da das Präsentationsdatum des Fahrzeugs schon festgestanden ist, haben zusätzlich benötigte Ressourcen und Zeit aufgestellt werden. Am Ende ist es immer ein Teufelskreis. Wie jedes andere Unternehmen haben auch wir nicht unendlich Ressourcen und müssen natürlich wirtschaftlich arbeiten. Sub 1000 ist aber am Präsentationstag bereitgestanden und wir konnten ihn erfolgreich präsentieren. Das war für alle wirklich eine strenge Zeit, aber ich bin natürlich für das dem Team sehr, sehr dankbar. Wir alle haben in dieser Zeit einen Sportwagen erschaffen, der auf dem Markt einzigartig ist. Der Sub ist die puristische Interpretation von einem sportlichen Fahrvergnügen. Vielleicht sogar die puristische Interpretation vom sportlichen Fahrvergnügen. Sub 1000 ist
wie eine Belohnung das Dessert, das man nach dem Essen eigentlich gar nicht bräuchte, aber am Schluss das sehr gerne geniessen. Ich glaube, dass bis jetzt kein Hersteller das Ganze so klar umgesetzt hat wie wir. Das ungefilterte Fahrvergnügen steht an erster Stelle und ist in der Konstruktion unantastbar gewesen. Wie auch die Realisierung von einem Sportwagen, der fahrbar 100'000 Kilogramm wiegt. Es ist rund 500 Kilo leichter als der neue 992 GT3 RS. Für mich ist das Fahrzeuggewicht ein direkter Zusammenhang zum Fahrvergnügen und ich kenne kein Rennfahrzeug, das knapp 2 Tonnen wiegt. Es hat eine klare Vorgabe gegeben, was der Sub 1000 bei einem Fahrer auslösen muss. Sub 1000 will die zukünftigen Fahrer und Fahrerinnen ein breites Grinsen erreichen. Das nicht nur beim Beschleunigen, sondern bereits beim Anschauen, beim Hören, beim Fühlen oder beim Verzögern. Einfach bei jeder Interaktion mit dem Sportwagen. Für mich ist der Sub 1000 das perfekte Gegenüber. Ohne Filter, ohne Schönfärberei, 100% ehrlich, fadengrad ins Gesicht. Wir haben ein Auto gebaut, das für mich eigentlich das Symbol ist von Freiheit. Er sorgt dafür, dass das Fahrerlebnis wieder an erster Stelle steht. Und ich finde, wenn ich ins Auto sitze, den Schlüssel drehe und einfach irgendwo hinfahre, gibt mir das Freiheitsgefühl, den Alltag zu verlassen. Und genau das Gefühl ist für mich einfach etwas Unbeschreibliches. Und das gibt mir das Sub.